GTA 6 ist das wohl meist erwartete Spiel überhaupt, doch die Entwickler lassen uns im Trüben fischen. Es gibt keine News, kein gar nichts, aber momentan wird es immer heißer und heißer um diesen Titel. Und das liegt nicht daran, dass Rockstar anfängt, hier irgendwelche Hinweise oder Easter Eggs zu geben. Nein, es liegt an so einigen Gaming-Websites, aber auch Creatoren. Ich habe vor 6 oder sind das sogar 8 Jahre, keine Ahnung, auf jeden Fall vor sehr langer Zeit schon mal ein Video darüber gemacht, denn was GTA immer mit sich bringt, ist tonnenweise Falschmeldungen oder auch Clickbait. Da sitzen teilweise Leute, die denken sich Geschichten aus, wie andere sich irgendwelche Science-Fiction-Geschichten ausdenken. Und der Hammer ist, die verbreiten das immer wieder und wieder und wieder und andere kopieren das immer wieder und wieder und wieder und es wird immer schlimmer und schlimmer. Es ist wirklich heftig. Erst vor kurzem gab es wieder mal einen großen Leak, kann man fast so sagen. Es hieß, Ende Oktober würde der GTA 6 Trailer rauskommen. Seine Prophezeiung ist aber leider nicht eingetreten. Es gab nichts, da hat er sich wohl wieder was aus den Fingern gezaubert. Aber genau weiß man es nicht. Meine Leaks sind 100%ig real. Woher das kam, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir keinen GTA 6 Trailer bekommen. Was wir aber bekommen haben, ist ein braunes Gewitter an Clickbait-Titeln, irgendwelche Mutmaßungen wieder und Theorien und Spekulationen, aber vom Allerfeinsten. Und das von irgendwelchen Spielerseiten, die ja mittlerweile sowieso gefühlt nur noch Trash berichten, ne? Egal wen du dir da anguckst. Gilt natürlich nicht für alle, aber manche entdecken wohl gerade das Clickbaiten für sich. Was kann euch eigentlich erwarten? Was glaubt ihr eigentlich wird passieren, wenn GTA 6 dann endlich revealed wird? Wenn Rockstar endlich den Trailer raushaut? Natürlich eskaliert das Internet erstmal. Ne? Das Video wird wahrscheinlich irgendwelche Rekorde brechen, aber dann könnt ihr euch auch was gefasst machen. Denn überlegt mal zurück, wie es zu GTA 5 Zeiten war. Da gab es noch kein TikTok und so ein Kram. Ich sag euch wird eine Durchfallfontäne an Clickbait erwarten. Zunächst erstmal wahrscheinlich Reactions und Gespräche über den Trailer und dann geht's los mit Mutmaßung wieder. Hier ein Leak, da ein Leak. Die Leaker werden einfach explodieren, die YouTuber werden es aufsaugen und daraus irgendeinen neuen Ball formen, um euch dann irgendeine Scheiße zu präsentieren. Hauptsache Klicks, Klicks, Klicks. Warum sage ich das so? Ich schaue mich natürlich immer um. Ich habe damals vor 8 Jahren oder 6 Jahren gesagt, wenn es echte Informationen gibt, die durch Rockstar verifiziert sind oder sonst was, dann bin ich auf 100% sofort am Start. Und ich habe mich auch dran gehalten. Ich habe jahrelang nicht über GTA 6 großartig ein Video gemacht oder sonst was. Und jetzt ist es wieder eins da, aber ich habe natürlich keine Infos für euch. Ich wollte einfach nur mal wieder drauf eingehen, weil es war schon damals so eine ganz kranke Angelegenheit. Da waren halt YouTuber, die behauptet haben, sie hätten eine beschissene GTA 6 Kopie zu Hause, haben einen Thumbnail mit einem Fake-Cover gemacht und einer Fake-CD, wo auch GTA 6 und so drauf stand. Das muss man sich erstmal geben, was das für, naja, besondere Menschen sind. Ja, die lügen dem Zuschauer einfach kackendreist ins Gesicht, nur um fett Geld zu verdienen. Und dass die Zuschauer halt Infos wollen, ist ja nachvollziehbar, aber die machen halt so viel Geld auch noch damit. Es ist einfach widerlich. Und dass man solche Leute, die einfach so einen üblen Charakter schon haben, dann auch noch unterstützt mit Klicks und so weiter, ne? Und denen den Hintern vergoldet, mehr oder weniger, ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Natürlich haben die Dislikes kassiert, aber naja. Und was ihr dabei denkt oder wie es euch dabei geht, wenn ihr da wieder mit falschen Informationen vollgepumpt werdet, ist denn ja egal. Hauptsache, die Klicks sind da. Wenn du dich einmal in diese Bubble reintraust, dann wirst du mit gefakten Geldglitch-Videos, gefakten gefakten Geldglitch-Shorts. Oder neulich habe ich mir einen deutschen YouTuber angeguckt. Und die kommen ja auch ganz nach ihren amerikanischen Clickbait-Vorbildern, ne? Einfach mit dieser kleinen Mini-Information von dem Leak da, ne, zum Thema Trailer. Einfach 4 bis 5 Videos oder mehr, immer thematisch dasselbe. Einfach 4-mal. Ja, Hauptsache Klicks. Da ist ein Leak im Raum. Ist es heute soweit? Ist es morgen soweit? Ist es gleich soweit? Da werden halt einfach Dutzende Videos über so ein kleines Fitzelchen Info gemacht, ja, und einfach irgendwas aus dem Paulaner Garten wird dazu addiert und let's go, oder was? Also da frage ich mich wirklich, ich meine, ich frage mich eigentlich nicht, ich kann absolut nachvollziehen, warum die das machen. Es sind halt easy Klicks, aber zu welchem Preis? Man weckt wieder Hoffnung, die Leute gucken, oh, neues Video, neue Infos zum Trailer. Dann guckst du rein, oh, ist ja nur derselbe Rotz von gestern. Anders verpackt. Und dann hast du auch noch Leute, denen das überhaupt nicht auffällt, wie die genatzt werden.
und feiern den auch noch ab. Ich meine, dass man sich an jedes Fitzelchen potenzielle Information klammert, weil man jetzt schon seit 10 Jahren auf so ein heißgeliebtes Spiel wartet, kann ich nachvollziehen. Ich meine, da hieß es sogar, die Frau vom Leaker arbeitet bei Rockstar und hat den Trailer gesehen und bestätigt. Ja, wenn da draußen gekommen ist, dann hat die jetzt wahrscheinlich die dickste Geldstrafe ihres Lebens am Arsch, weil die sind da sicherlich auch vertraglich zum Schweigen verpflichtet. Ne, sonst wäre schon längst was rausgekommen. Da arbeiten ja nicht nur 2, 3 Entwickler an GTA. Also Rockstar weiß schon, wie die ihre Dinge, die sie da halt machen, geheim halten. Und dementsprechend, ne, klar, da kann man ein Video drüber machen, ist ja alles kein Problem. Aber wenn du anfängst, 5 Videos drüber zu machen und dann irgendeine Algengrütze dazu dichtest, ja, GG. Und was glaubt ihr dann, wie das, zurück zu dem Thema, wie es wird, wenn GTA 6 dann wirklich am Start ist? Natürlich wird sich da ein gefühlter Tsunami an YouTube-Creatoren oder Twitch-Livestreamern und so weiter draufstürzen und Videos machen über die Story, GTA Online, Gameplay hier, Tricks hier, da. Alles cool. Jeder darf das machen, ich werde das auch machen. Aber es wird sicher auch wieder eine Flut an Scam geben, die euch auf fragwürdige Seiten weiterleiten, wo ihr dann Geld bekommt oder sonst was oder andere Glitches und Tricks machen könnt und. Hauptsache klicken und dann heißt es nach ein paar Jährchen wahrscheinlich, oh, ich hab GTA 7. Ich denke mal, wer sich mit der Materie beschäftigt hat und das damals alles ein bisschen mitverfolgt hat, weiß, was ich meine. Vor allem auch Geldglitch-Videos werden wahrscheinlich wieder extrem durch die Decke gehen. Oder hier, mach jetzt mit und gewinne einen Unlock, all, bla bla bla. Ne, da bleibt auch mal abzuwarten, wie Rockstar damit umgehen wird diesmal. Ich denke mal, die Anti-Cheat-Protection bzw. ihr System, um Geldglitches zu erkennen, sprich Duplication-Glitches und so weiter, es wird wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr extrem sein. Und ich glaube, werden ganz, ganz viele Spieler gebannt werden. Ich denke mal, am Ende werden sowieso wieder einige schaffen, drum herum zu kommen, aber Rockstar hat sich halt auch extrem verändert. Die wollen Cash machen, die haben richtig Blut gerochen mit GTA Online. Und GTA 6 wird in der Richtung wahrscheinlich aufgebaut sein, dass der Grind extrem lange dauert und allgemein Dinge wahrscheinlich relativ teuer werden und so weiter und so fort, weil die wollen halt ihr GTA Plus zum einen verkaufen, ne, ihr komisches Abo-Modell mit exklusiven Inhalten und dann kommt noch dazu Cashcards, das gibt auch nochmal Kohle, denn würde das nicht funktionieren, hätten wir wahrscheinlich GTA 6 schon in irgendeiner abgespeckten Version, weil wir sehen ja, wie GTA Online ausgeschlachtet wird, ne. Und das riechen natürlich auch halt diese Creator, ne. Oh, easy money, labert mal, erzähl den Leuten mal kurz hier irgendwas vom Pferd, die feiern das doch eh, die halten euch einfach für Hirntod. Und ich will damit absolut niemanden beleidigen. Aber in meinen Augen sehe ich das nicht anders. Ich kann es nicht anders sehen. Wie kommt man denn auf die Idee, ja, ich lüge die Leute an, kassiere ab und gut, dann vergessen die das mit der Zeit wieder. Anders kann man das doch gar nicht erklären, wenn ihr mal ehrlich seid, ne? Ich meine, was ist euch denn lieber? Irgendwie Content, wo ihr von vorne bis hinten verarscht werdet oder Content, der euch entweder Spaß macht oder mit coolen Informationen beliefert oder euch coole Stories erzählt, weiß ich nicht, keine Ahnung, ne, wie ihr dies, das und jenes macht, was auch immer. Ne, aber ja, es war schon immer so, ist für mich auch ein Mysterium, wird wahrscheinlich immer ein Mysterium bleiben, ist ja auch nicht nur bei GTA so, gibt es in vielen Bereichen diese Art von Videos. Und ja, da können wir auf jeden Fall wieder eine ganze Menge von erwarten und darauf solltet ihr euch vorbereiten. Ich bin echt gespannt. Also ich denke mal, das Internet wird einfach in die Knie gehen an diesem Tag, wenn das Spiel rauskommt. Das wird so heftig. Ich meine, GTA 5 war schon ein heftiger Release. Und seitdem ist die Gaming-Industrie ja einfach nur noch weiter gewachsen. Es gibt noch mehr Gamer da draußen. Noch mehr Fans von GTA vor allem. Und boah, wer den GTA Online Launch damals mitgemacht hat, der weiß auch, wovon ich rede. Ne? Da ging ja gar nichts die ersten Stunden und Tage. Oh Mann, das wird auf jeden Fall eine super wilde Sache und ich werde auch am Start sein. Nur, es war mir mal ein Bedürfnis, endlich nach 6, 7 Jahren mal wieder ein Video darüber zu machen, weil es halt wieder Züge annimmt mittlerweile mit diesem Clickbait. Und ich habe mir natürlich auch die Kommentare unter all diesen Berichten angeguckt und die Leute, die denken teilweise schon dasselbe wie ich. So, meine Güte, ich deabonniere eure Gaming-News-Seite jetzt. Und die blubbern halt nur noch Algengrütze. Die hauen da einfach nur Clickbait-Müll raus, wie die YouTuber damals, um Klicks zu generieren. Und mehr interessiert die gar nicht. Die wollen euch nicht mit Infos, oder die wollen euch schon mit richtigen Infos informieren. Klar, würden sie es gerne machen, können sie aber nicht, weil Rockstar halt nichts sagt, weil nichts Offizielles da ist. Es sind alles nur Mutmaßungen, die werden aber so verpackt, dass es legit aussieht. Ja, und dann geht's los, ne? Klick, 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 haben ihren Job gemacht, der Job ist gesaved und let's go, weiter geht's, ne? Es ist halt
Meistens alles Unsinn. Es gab eigentlich nur einen richtig großen Leak damals, wo sogar so, naja, gut, das war jetzt kein vollwertiges Material, ne? Aber man hat halt so super, super Early Access Entwickler-Bildmaterial da gehabt, ne? Wo noch alles komplett komisch aussah und so weiter. Aber da ist Rockstar ja auch sofort hingegangen und hat Ohrfeigen verteilt. Und das ganz schnell aus dem Internet verschwinden lassen, so gut es halt ging. Na klar, kriegst du sowas nicht mehr ganz raus. Aber die haben da schon ein bisschen was gemacht. Und auch der Typ, der es geleakt hat, der wurde ja verhaftet, ne? Und ja, wenn das alles so echte Leaks wären und so weiter, glaubt ihr, Rockstar würde da die Füße stillhalten? Nein, niemals. Und um das jetzt nochmal klarzustellen, falls das im Video bis jetzt nicht so gut rüberkam, natürlich habe ich da kein Problem mit, wenn da irgendeiner was von Leak schreit, irgendeine Gammelinformation raushaut und wenn man dann sagt, ja, da mache ich jetzt ein Video drüber, ist ja berechtigt, darüber zu reden, ne, und so weiter. Aber man sollte halt auch schon so ehrlich zu sich selbst und zu den Zuschauern bleiben und sagen, ja, das ist halt nur ein Leak, was viele ja halt auch machen, ne. Also, ne, es gibt halt sehr viele respektable Content Creator in Sachen GTA, klar. Aber es gibt halt auch diese Leute, die euch wirklich den größten Bullshit die ganze Zeit verkaufen, ne, und daraus gefühlt 20 Videos machen. Und ja, das ist einfach leider die bittere Realität. Ich meine, gibt es eigentlich noch Leute, die wie damals Fake-Covers benutzen und so tun, als hätten sie die CD und so, solche Geschichten, also diese richtig harten Sachen? Ich bin da jetzt auch nicht so weit drin, dass ich alle kenne, die da irgendwas über GTA machen. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Eure Top 5 Clickbaiter in Sachen GTA. Und jetzt kommt mir bitte nicht auf Kappa Edition like, oh, du, der Let's Play Onkel, du bist der Clickbaiter. Dann bitte die Videos alle einmal auflisten, wo ich Clickbait über GTA 6 gemacht habe. Dankeschön. Wobei, ein, zwei Videos habe ich, glaube ich, doch drüber gemacht mal. Klar, einmal das Video vor 6 Jahren da, über Clickbait an sich wieder. Da hatte ich auch im Thumbnail so ein Fake-Cover, aber da ging es halt auch genau um das Thema. Und einmal irgendwie über die GTA 6 Location. So, naja. Ich glaube, wir kommen damit auch langsam mal zum Ende. Klar, war jetzt schon relativ ernster Ton von mir, aber es ist halt, wie es ist. Ich glaube nicht, dass man da großartig was abstreiten kann. Ich meine, wer sich mit GTA beschäftigt und da Content verfolgt in der Richtung, der wird wissen, was ich meine. Da gibt es echt zu Genüge von. Und ja, wie sieht es denn mit GTA 6 allgemein jetzt aus? Was kann der Onkel euch denn dazu sagen? Ja, gar nichts. Es gibt halt nichts Großartiges, nichts Offizielles. Es gibt tonnenweise Spekulationen und so weiter, aber mehr nicht. Rockstar haut halt keine Infos raus. Und solange kann ich euch da auch keine handfesten Informationen geben. Ne? Ich kann mit euch darüber reden, wie wir uns das vorstellen vielleicht. Wie ich mir das Spiel vorstelle, was daraus wird. Da kommt auch noch ein Video zu irgendwann. Aber handfeste Informationen, wann da jetzt ein Trailer kommt, wann das Spiel released wird, da gibt's nichts. Es wird ja genauso spekuliert, dass es Ende nächsten Jahres kommt, weil da an der Börse mit einem Umsatz von 8 Milliarden gerechnet wird. Das ist natürlich schon wieder ein heftiges Ding, ne? Weil das kam zumindest von meinem Mod, habe ich das gehört. Ob das so richtig ist, ich habe keine Ahnung. Ne? Börse ist Börse, da kann vieles passieren, aber spricht schon für GTA in der Richtung. Ne? 8 Milliarden Umsatz würde mich gar nicht wundern bei dem Ding. Aber ja, ist halt auch keine handfeste Information, rein gar nichts. Und bis dahin, ja, ich werde auf jeden Fall ein Video raushauen. Das zeige ich euch jetzt dasselbe wie vor 6 Jahren. Wenn es soweit ist, bin ich da. Ne? Ich werde hier jetzt keine 20 Videos machen, nur weil ich dann dadurch fett Klicks mache. Ne? Klar, möchte auch ich, dass meine Videos Klicks machen, ne? Damit ich dann wachsen kann und eventuell irgendwann genug Geld verdienen, um das dann Vollzeit zu machen. Aber was nicht ist, ist nicht. Und ich werde das nicht erzwingen, indem ich euch belüge oder sonst was. Naja, ich bin dann raus an der Stelle. Und wir sehen uns im nächsten Video. Schaut gerne mal in die anderen Videos rein. Und ja, ich freue mich darauf, wenn es dann endlich wirklich losgeht mit GTA. Und von mir aus könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Kennt ihr mich noch von damals? Habt ihr Bock, dass wir vielleicht mal noch ein bisschen GTA Online
bringen auf dem Kanal. Zusätzlich natürlich, ich werde keins der anderen Videos ersetzen, die immer so montags, mittwochs, samstags lade ich ja hoch. Da wird nichts überschrieben. Dann, keine Ahnung, hauen wir einfach freitags oder sonntags so eine kleine Folge GTA raus. Irgendwie Überlebenskampf oder so. Ein bisschen oldschool, wer da Bock hat. Und ja, worauf werde ich eigentlich GTA 6 spielen, fragt sich vielleicht der eine oder andere. Ich habe ja auf Xbox immer gespielt, aber ich denke, ich werde diesmal auf PlayStation 5 meine GTA 6 Karriere starten. Aber schauen wir mal, was da noch so alles passiert, ne? Mit den Konsolen-Release und so weiter. Also dann, ich bin raus an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.